Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Tipps- und Tricks-Reihe. An meiner Seite natürlich Silke Hitzkes. Hallo Manfred. Und wieder mit einem neuen Thema. Welches Thema bringst du uns heute mit? Ja, Manfred, heute geht es um das Ereignismanagement. Ja, das hört sich sehr theoretisch an. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist aber gar nicht so theoretisch, sondern es geht da um ein aktives Benachrichtigungsmanagement. Das heißt, ich bekomme aktiv Nachrichten aus GEWIS zugesendet und das sogar per Mail, per SMS oder per Logbucheintrag. Und wie werden die Ereignisse gesteuert? Gibt es da irgendwelche Initialzündungen, die ein Ereignis sozusagen dokumentieren? Ja, man muss sie natürlich einrichten, aber das sehen wir natürlich alles gleich Das selbst. zeigst du uns gleich praktisch. Genau. Das ist positiv. Okay, dann kommen wir jetzt zur Praxis. So Manfred, jetzt zeige ich dir das Ereignismanagement. Dazu gehe ich auch wieder aus dem Rollencenter in die Verkaufsauftragsübersicht und öffne mir mal einen Verkaufsauftrag, den ich schon vorher eingerichtet habe. Das wäre jetzt ein Verkaufsauftrag an den Debitoren Eisenhandel Kramer. Bevor du loslegst, vielleicht ganz kurz, damit wir uns sozusagen ein Bild machen können. Welches Ereignis möchtest du uns beschreiben? Es geht darum, dass von einer Pendantbestellung sich das erwartete Lieferdatum geändert hat. Das heißt also für mich als Laie oder als Anwender, ich habe einen Auftrag geschrieben mit einem Bestellartikel, die Bestellung ist raus. Natürlich muss die Bestellung vorher kommen, bevor wir das zum Kunden liefern. So, und jetzt ruft mich der Lieferant an und sagt, ich halte den Liefertermin nicht, müssen wir nach hinten verschieben und dann muss natürlich der Verkäufer darüber Bescheid wissen. Ganz genau so sieht es aus. Das heißt also, wir haben hier unten in den Positionen einen Bandschleifer. Dieser Bandschleifer selbst ist ein Bestellartikel und ich habe auch schon eine Pendantbestellung dahinter. Und jetzt sehen wir hier oben im Verkaufskopf ein geplantes Lieferdatum an meinen Kunden vom 24. Mai. Wenn ich jetzt in die Bestellung verzweige, das tue ich jetzt einfach mal, dann sehe ich hier, dass der Kreditor mir ein Lieferdatum bestätigt hat vom 23. Mai, was ja wunderbar ist und auch noch passend ist. So, jetzt ruft mich mein Kreditor an und sagt, dass sich das Liefertermin nach hinten verschiebt. Das heißt, was werde ich machen als Einkaufssachbearbeiter? Ich werde den Status zurücksetzen, bestätige mit Ja und ändere dann auch mein Datum ab, zum Beispiel mal auf den 26. Mai. Und gebe dann natürlich auch den Beleg wieder frei. Belegabschluss, okay. So, und jetzt müsste natürlich eine Information an den Verkäufer gehen, dass sich eben das Wareneingangsdatum verschoben hat. Das schauen wir jetzt mal. Ich schließe das Ganze mal an dieser Stelle, beziehungsweise ich gehe direkt mit Shift F12 in das Rollencenter und schaue mal auf meine Kachel ungelesene Ereignisse, denn da sollte die Meldung jetzt auftauchen. Jetzt gehe ich einfach mal hier rein und sehe eine Meldung, das erwartete Lieferdatum hat sich geändert und in dem Text bekomme ich direkt die Anweisungen, worum es geht. Es geht hier um die Bestellung, es geht um Kreditor und so weiter und so fort und auch den Hinweis zu dem entsprechenden Auftrag. Und ich kann natürlich von hier aus direkt über das Menüband Start, Gruppe Vorgang in die Bestellung verzweigen, also den Link aufrufen. Gut, das heißt, du wärst in der Bestellung und könntest dann dort direkt nachschauen, was da passiert ist. Ganz genau, so sieht es aus. Gut, der Verkäufer hat jetzt, das ist ja quasi beim Verkäufer angekommen als Log. Richtig. Das heißt, er muss jetzt reagieren. Es ist also eine Hohlschuld, er muss sich darum kümmern, er muss seine Ereignisse lesen. Ganz genau, richtig, aus dem Rollencenter heraus. Gut. Taucht dieses Log nur bei ihm auf, bei dem Verkäufer, oder bei wem noch? Das taucht hier in dem Logbuch auf, in einem allgemeinen Logbuch. Im allgemeinen Logbuch, das heißt, das können auch alle sehen. Ja, genau. Okay. Müssen wir irgendwas beachten bei der Einrichtung? Denn das hört sich ja im Moment noch ein bisschen mystisch an. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich gehe also mal über das Abteilungsmenü, über das Menüsystem in die Ereignisse und da in die Funktion Ereignisabonnement. So, und hier siehst du jetzt eine Übersicht über mögliche Ereignisse, die das System im Hintergrund abfragt. Das heißt, da könntest du auch 25.000 einrichten, wenn du so viel Benachrichtigungen haben möchtest. Ganz genau. Wir gucken uns jetzt einfach mal dieses Ereignis an, das, was wir eben gehabt haben, nämlich die Lieferverzögerungen durch den Lieferanten.
Ich gehe einfach mal auf Bearbeiten und wir schauen uns diese Ereigniskarte einfach mal an. So, und hier siehst du jetzt, dass ich den Logbucheintrag hinterlegt habe, also als Benachrichtigungsform. Hier kann ich aber auch genauso gut sagen, ich möchte per E-Mail oder per SMS informiert werden. Wenn ich jetzt einfach mal auf E-Mail klicke, dann kann es sein, dass ich eine feste Adresse hinterlegen möchte. Oder aber, wenn ich die hier rausnehme, dass ich auch genauso gut einen Klassenparameter nutzen kann. Sprich, ich habe dieses Ereignisabonnement mit einer Klasse verknüpft und hier unten entsprechende Felder zur Verfügung. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auf den Verkäufercode zugreifen und also die E-Mail an den Parameter Nummer 8 senden. Und das wäre dann der Verkäufer. Naja, es ist Nummer 7. Es ist Nummer 7. Okay. Gut. Und E-Mail oder SMS wäre von der Einrichtung gleich? Ganz genau. Entweder eine feste Telefonnummer oder eben ein Klassenparameter. Ja, ganz genau. So sieht es aus. So, ich kann dir das auch vielleicht noch mal in der Übersicht zeigen. Und zwar habe ich hier ein Beispiel über eine Kreditlimitöberschreitung. Wenn wir uns das mal angucken in der Karte, dann ist das hier als E-Mail eingerichtet. Hier geht eben die E-Mail an Parameter 8, das wäre der Verkäufer. So, und jetzt siehst du hier nochmal ein anderes Beispiel, und zwar eine Kreditlimitüberschreitung. Das wird hier jetzt zum Beispiel per E-Mail verschickt. Oder aber ein Kunde wird gesperrt, auch das wird in ein Logbuch eingetragen. Oder eben es ist ein Auftragseingang erfolgt. Auch das wird wiederum per E-Mail verschickt. Also so von der Idee her, was nur spezielle Leute sehen sollen, wird in der Regel per E-Mail verschickt oder SMS. Und was alle sehen dürfen, weil es ein allgemeines Logbuch ist, geht in die Logdatei. Ganz genau, so sieht es aus. Okay, wunderbar. Damit sind wir am Ende der Tipps und Tricks Folge. Schön, dass du da warst, Silke, uns wieder besucht hast. Gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was Neues zeigen und ich wünsche viel Spaß damit. Denken Sie daran, jede Tipps und Tricks Folge finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal. Die Adresse wird gerade unten eingeblendet. Und ich hoffe, Sie beehren uns das nächste Mal wieder. Tschüss, bis dahin. Tschüss.